Wir haben das Ufer gegen ein Boot eingetauscht. Die Kunstköder gegen Köderfische. Alright, let's drop it down. Oh, guck mal. 10 Stunden bleiben uns noch, um die Königin des Nordmeeres zu überlisten. Bis. Nimm die Route. Komm her. Bekommen wir noch diese eine Chance auf unseren Heilbutt. 3,5 Stunden haben wir noch. Die Bedingungen sind nicht optimal. Oh, es ist wirklich kalt, ey. Richtig kalt hier. Die Tide nicht perfekt. Egal. Wir kämpfen. Trotzdem sind wir sehr zuversichtlich, dass es heute klappt. Guter Dinge, dass die Mission erfolgreich beendet wird von uns diesmal. Also nichts wie raus aufs Wasser. Nichts ahnen, dass uns heute noch eine große Überraschung erwartet. Der Traum eines jeden Norwegen-Fahrers. In diesem Tag sind wir wieder sehr, sehr motiviert gestartet. Becky hat noch nie einen Heilbutt gefangen. Ich habe einen in meinem Leben gefangen und die Chance war jetzt zum Greifen nah. Wir waren vom Boot unterwegs, wir hatten unseren Guide dabei. Eigentlich kann nichts mehr schief gehen. Nachdem wir vom Ufer gescheitert sind, waren wir uns jetzt eigentlich sicher, dass wir es schaffen, vom Boot einzufangen. How are you? Good, yeah. Good. Good morning. Good morning. A bit tired? Ja, muss echt sagen, wir sind hier eher auf Malle als in Norwegen von den Temperaturen. But isn't it bad for the halibuts? They like more cold water? The problem is like the current now. We're going for low tide now. Yeah. So we're going to make the most of it. When it's rising water, it's going to be a little bit better. Yeah, but you are the man. We catch something. We're gonna try. Markus hilft uns heute, weil gestern hatte ich einen sicheren Heilbuttbiss und den habe ich verknallt. Markus kommt jetzt. You are gonna be with us till 6, right? Yeah. Ja, er ist bis 6 bei uns und zeigt uns die Kniffe und danach werden wir es noch ein bisschen selbst probieren. Dann müssen wir aber auch früh ins Bett heute, denn es geht weiter zum nächsten Stop der Up-North-Tour. Wo es hingeht, sagen wir noch nicht, werdet aber sehen. Ich hoffe, dass ich heute meinen ersten Heilbutt fangen kann. Ich habe noch nie einen Heilbutt in meinem Leben gefangen und würde... Das wäre ja dann dein PB. Egal wie Der groß muss ja heute Abend einen ausgeben, falls du einen fängst. Egal wie groß er ist, es ist mein PB. Geil. Ja, aber du musst auch noch einen ausgeben. Du hast gestern einen PB gefangen. Das kann ich nicht. Ich war ja schon mal hier vor 20 Jahren, habe halt nicht gemessen, wie groß die waren, habe aber auch große gefangen. Lukas hat mal wieder das Boot leer gefahren, Spritverbrauch. Ja, eigentlich sind wir gar nicht so viel gefahren, aber sind halt große Strecken hier. Ich bin so nervös, das glaubt ihr gar nicht. In klarem Wasser, ich hatte es einmal in meinem Leben, wenn da so ein riesen Teppich hochkommt, das ist einfach so geil. Ich kann es kaum erwarten, wirklich. Alright guys, ready to go for some halibuts? Born? Already. Perfect condition. Yes, like today. Yeah, but look at this now. No excuses. Perfect now. Die Nacht war echt kurz, aber vom Fahrtwind wird man jetzt wieder ein bisschen wachgerüttelt. Boah, aber ich nutze die Fahrt noch und entspanne noch mal ganz kurz. Alright, first up, baitfish. Ja, bevor es auf die großen Heilbutts geht, muss erstmal die Arbeit verrichtet werden. Und wir müssen ein paar Köderfische fangen. Aber das haben wir schon mal hier gemacht. Das geht eigentlich relativ zügig. Das heißt, ich glaube, das ist die falsche Route. Ich glaube, zu lange müssten wir uns damit nicht aufhalten. Ah ja, so ein richtig sexy Rig hier ran. Paternoster nennt man das, glaube ich. Mit unten im Venom. Sollte wohl relativ zügig gehen. Drop down, catch some cold fish, so we're gonna use for halibut later. Can I leave them down if I have one? Leave them down to take another one? Yeah, you can do it if you want to. Yeah. You can get jackpot all hooks. Yeah? Oh, they had worse. Hoffentlich bekommen wir schnell unsere Köderfische, damit wir dann auch gleich loslegen können, auf Heilbutt zu angeln. Oh, that was a tiny one. Well, that's what we fished yesterday. We're gonna move up again, I think. The sonar is empty now, so we're gonna relocate. New spot. Wir haben jetzt noch ungefähr 6-7 Stunden. Die letzten 6-7 Stunden, wo wir die Chance haben, Heilbutt zu fangen. Ich hoffe so sehr, dass wir das schaffen und nicht schon wieder scheitern. Und ich würde sagen, Becky, wenn du dein PB fängst, was machen wir dann? Wir machen irgendwas. Der Guide hat nämlich gesagt, und das würde ich eigentlich machen, wenn man einen Fisch fängt, der größer ist als man selbst, muss man baden gehen.
Da habe ich leichte Vorteile, Becky. Ach, für den Fisch, der so groß ist wie ich, gehe ich auch ins Wasser. Gerne. Okay, Definitiv. das machen wir nämlich. So we said. Oh, der war stecken. Oi! Da war ein Otter. Das war kein Orca. Nah, it wasn't the orca. That's what's they call it in English? It's the one that you eat up here, actually. Yeah. So, der Wal kommt nicht mehr hoch. Flo hat ein bisschen langsam reagiert, muss man ganz ehrlich sagen. Aber nicht so schlimm. Hast du noch was drauf? Okay. Schade, der war direkt am Boot, gell? Ja, Becky, machst du bitte den Chefsessel frei? Spaß. Alright, look on the sonar now, guys. They're all like 5 meters down. So, jetzt holen wir ein paar Köderfische. Jetzt holen wir ein paar Baitfische. That's a cod. Is it caught? No. It's got lost it or? No, it was a It was a cod or something. There was something else in the beginning. Yeah. Definitely bigger. Thank you. Ich kann es aber nicht glauben. Es ist jetzt einfach jemand, der die Fische abhakt. Perfect. Oh, weg. Jetzt, ich endlich mal. Oh, ey, das darf doch nicht wahr sein. Ja. Thank you, it's bigger. So. Da habe auch ich den ersten. Jetzt habe ich, glaube ich, den richtigen Köder gefunden für die Köderfische. Einen kleinen Zocker. Und jetzt klappt es auch bei mir anscheinend. Ich habe schon 2 Stück fangen können. Man muss dazu sagen, das hat nichts mit anglerischer Klasse zu tun. Ich habe hier so ein Rig, das, glaube ich, entscheidend ist, um hier viele Fische zu fangen. Again a smallie, aber das ist even a bit bigger. Jetzt geht's wirklich Schlag auf Schlag. Good size. Oh, perfect. But be careful, it's really small lure with a travel. Yeah, I see it. Wanna try this one for a bait fish? Is it good? Yeah, we can try. No. You sure? I'm sure. I mean, you are the expert. I always go big bait fish. Go big or go home. So, da ist hier gerade eben beim Köderfischangeln noch ein bisschen größerer eingestiegen. Sehr cool. Jetzt wird's ernst. Gleich lassen wir die Köderfische runter. Boah, es ist wirklich kalt, ey. Hoffentlich geht unser Plan auf. Ich überlege gerade. Hering? Hering ist doch so blau, oder? Stell dir vor, du musst jetzt bei den Temperaturen und bei dem Wind ins Wasser gehen. Ja, ich bin froh, dass ich nicht 1,60 groß bin. Alright, so now we're on the spot. We're gonna use 2 bait fish in the back here, and also we're gonna use the jigs in the front there. Okay, we do both at the same yeah. time. Just pay attention on the rods in the back here, Right. if they bite. Yeah. I'm gonna show you how we use the bait fish. We use a lead, Yeah. like 450 grams, Okay. a little bit longer line to circle hook. Used 12-0 here. Just one hook, okay? One single hook. Okay. And with a circle hook, you never strike. You just reel in, and the hook will set itself. I did the mistake yesterday. Yeah, lots of people do. I do it also. So you put the bait fish on this one, drop it down to the bottom, and you reel in like 5 to 7 turns up. From the nose hole to the nose hole. From the nose hole? A little bit gentle, yeah? Press it through. Oh, the nose hole. Go. Richtigen Besenstiel das denn? Das ist so kurz. Das ist so eine Eisangelrute, die aber 30 Kilo gefühlt werfen kann. Boah, ist das kalt. Ihr glaubt gar nicht, wie kalt das ist. Sieht so schön aus, aber es ist richtig kalt hier. Wir sind hier eher auf Malle als in Norwegen von den Temperaturen. Now we will see your bait on the sonar also dropping down. And we will see if there's a bigger halibut coming up and taste your baits. When you fight the halibut, it's all about technique. Try to keep it tight line and always push the head up. As fast as you get him slack line, he will put his head down and he will go immediately straight down to the bottom and reset. Okay. So always full drag and small pump with the head so it goes up, 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 up all the time. Ich beobachte hier ganz nervös das Echolot.
Denn wir sehen unsere Köder auf dem Lot und zudem auch, wenn Fische hochkommen und sich den Köder anschauen. Und wir hatten die Routen nicht mal 10 Sekunden drin und da ist der erste Heilbutt schon hochgekommen. Boah, das ist spannend. Was du wechseln? Rauchen. Kommt aber nicht in die Kamera, nicht in den Film rein. I haven't seen you smoking. No, I'm not smoking that much, but sometimes He's smoking a lot. it's not true. That's true. Wie geht's dir? Gerade gut. Eigentlich genau meine Angelei. Problem ist nur, dass wir nichts fangen. Sonst finde ich super. Ich kann hier neben der Rute hocken, bisschen was essen, bisschen quatschen. Das war genau deine Angelei, ne? Schön da sitzen, Kippchen, ein paar Nüsse, Köderfisch baumelt so schön im Wasser. Man muss sich kaum bewegen, relaxen. Kurzer Nap, kein Problem, weil der Guide sagt ja, wenn was beißt, das ist Weckys Angelei. Du, ich habe hier effektiv Angel und Pause miteinander kombiniert, aber ihr wisst, wie es ist. Der Lange kann die Kunstköderrouten nicht in Ruhe lassen. Du hast deine Chancen mehr oder weniger verdoppelt. Ich brauche hier ein bisschen Action parallel. Nur da sitzen wie der Wecky und entspannen, das kann ich nicht. Wir sind mit ihm draußen und ich rechne schon damit, dass irgendwann ein Biss kommt. Und wenn man sich vorstellt, dass da einfach unten 2 Meter noch was Fische deinen Köder attackieren, da ist man die ganze Zeit unter Anspannung. Das ist echt geil. Richtig, richtig geil. Ich bin gespannt, ey. Hoffentlich schaffen wir es heute noch. 5 Stunden haben wir noch. Ein Heilbutt zu fangen. Puh. Mission Heilbutt. We are on it. Fish! Yeah. I saw it on the sonar. Nice. You think it's a halibut? I'm not sure. I don't think that's a halibut. That's like bigger cod, I think. It's stronger than the... It's not... if it's a halibut, it's a small one. Ja, nicht mal 5 Minuten hast du geangelt. Ist noch ein paar Meter vor dir. It's not a halibut, right? Ah, it's a cod. That rod is way too long for boat fishing. Are you 100% sure it's a cod? It could be like a smaller halibut. Vielleicht ist es doch der erste Heilbutt von uns. I see it, but it's a cod. Now I wait. Yeah, mate. Er sagt, ich soll warten. Jetzt kommt die Luft. See the bubbles? Ja. Ah, it's a small cod. Yeah. Not the biggest one. Nice. Well done. Thank you. First fish of the day. Yeah. But we're focusing on the halibuts. It's the wrong Yeah. species. Jungs, und ich habe gehofft, dass es der erste Heilbutt ist. Es ist aber nur ein Dorsch. Egal, Petri. Danke. Die erste Action hat nicht lange auf sich warten lassen. Nee, ne? Ich bin Und es happy. war dein erster Dorsch dieser Tour. Das stimmt. Ach, ihr wisst ja selbst, wie es ist. Ich habe den Biss gehabt und dachte jetzt, fuck, jetzt geht's gleich los. Weil es war schwer und dachte, oh oh. Naja. Okay, he's on here. He's on here. Come. Okay, just take it easy now. Now he went down. Fuck. Wechsel muss ja schneller reagieren. Die Route. Die eine muss rein. Achso, ja. Jetzt nicht mehr, ist He was egal. on there. So, ihr wisst ja alle, Angeln ist eine Gefühlssache. Das ist das Wichtigste, dass man ein gutes Gefühl beim Angeln hat. Und Markus sagte gerade, er hat ein schlechtes Gefühl. Er glaubt nicht, dass die Fische hier gerade aktiv sind und beißen. Deswegen wechseln wir jetzt den Spot. Finde ich gut. Ich bin gespannt, ob da noch was geht. Puh, kalt. Wenigstens ein Dorsch schon, ein Biss verknallt, ein Biss auf die Heilrute verknallt. Also 3 Bisse insgesamt. Wir angeln eine halbe Stunde jetzt hier vielleicht. Doch gar nicht so schlecht. Ich bin guter Dinge, dass wirklich die Mission erfolgreich beendet wird von uns diesmal. Neuer Spot, weiter geht's, ey. Ich bin gespannt. Ein Biss hatten wir schon. Ein Biss. Aber der hat wieder losgelassen, beziehungsweise it took the bait, right? So that you think the halibut
took the bait and that's why it went away, or you think it was scared by the hook or something? I think it was a smaller halibut. It was just nibbling on it and took the bait fish before. Ja, aber wir hatten einen Biss, das ist schon mal gut. Small Halibut hin oder her. Mir egal, ob er klein ist, erstmal überhaupt einfangen. Das wäre jetzt so schön. So, auch ich lasse meine Montage runtersausen auf 50,5 Meter. Und jetzt, genauso wie es Markus erklärt hat, 6 Umdrehungen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt wieder gespannt das Echolot. Oh, wechseln jetzt mal ohne Spaß. Bist du nicht total angespannt, aufgeregt? Ich bin so aufgeregt, so ein Ding zu fangen. Ich auch. Vor allem, ich schaue ganz aufs Echolot. Ich sehe, wenn die steigen. Ich habe schon so viele Fische steigen gesehen. Oh, du kleiner Livescope-Bildschirmangler. Ne, wir haben keinen Livescope, einer aber bist du, ja? Das ist, man kann schon sagen, pelagisches Angeln hier. So ein Bildschirmangler. Der ist noch Come da? on, take a bite now. Der ist noch da? No, he goes down. Ah, it went down. Oh, Fuck. richtig Das war ein dicker. aufregender Moment. Es ist richtig einer hochgekommen. Wir sehen das da richtig. Ja. Aber ist wieder runtergegangen nach einer Weile. Oh, but that's exciting, my friend. Yeah. You think it was a big one? Yeah, it was a little bit bigger. You can see on the sonar. Thicker line. Ich habe jetzt die ganze Zeit im Kalten geangelt hier unten. In der Sonne ist schön warm. Ich wärme mich mal 5 Minuten auf. Und dann geht's weiter. 4 Stunden haben wir noch, dann muss der Guide rein. Aber dann können wir noch ein bisschen alleine probieren. Jetzt war gerade echt eine sehr spannende Situation. Er sagt, komm, da kommt einer, be ready. Und dann haben wir richtig gesehen, wie der so hochkam auf dem Echolot. Bestimmt so 30 Sekunden da stand, genau unterm Köderfisch. Und dann ist er wieder runtergegangen. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr aufregend. Also ich hoffe, dass wir die Mission jetzt erfüllen und einen fetten Halibut fangen. Aber man muss auch mal kurz ruhen, 5 Minuten. Ja, direkt nach dem Runterlassen ist anscheinend was zum Köder getaucht. Wirklich? Hat aber wieder abgedreht. Ja, die Burschen sind auf jeden Fall da. Dustin versucht weiterhin aktiv. Lure fishing. Oh, That's something. One more cod. it was a weird bite. Yeah, I think it's a cod. Yeah, I think so too. It's too easy to... Oh. So, jetzt habe ich doch noch ein bisschen bekommen. Leider vermutlich kein Halibut. Eher ein Dorsch. Aber wer weiß. Fisch Nummer 2 auf jeden Fall. Schöner Biss übrigens. It's too small to be a halibut, right? Yeah. Does halibut do head shakes like... Yeah, they do head shakes also. But halibuts go straight down to the bottom if they want to. As fast as you leave the head down, you go bye-bye. Maybe I'm too strong. Smally. Yeah. Still. Small beauty. Thank you. Der kam auf unseren Prototypen, unseren Twister-Prototypen. Die Farbe machen wir wahrscheinlich nicht, aber Twister funktioniert gut. Super geil, schöner Biss, aber immer noch nicht der Halibut. 3,5 Stunden haben wir noch. Oh, there's something. Like the halibut. Perfect. Don't hook, set the hook, right? Yeah, it's already set now. Okay. Hoffentlich ist es endlich der Halibut. Oh, hoffentlich ist ein Halibut. Dann kommt da echt der ersehnte Biss. Als Angler ist ja natürlich auch immer genau der Fisch an dem Haken, den man sich wünscht. Ich war mir sicher, jetzt ist der Halibut dran. Smaller one? Yeah, it's a small fish, I think. But you think it's a cod, maybe? It feels a bit It's coming different up too easy. to be a halibut. Yeah. No, it feels like a cod, to be honest. Also für den wirst du auf jeden Fall nicht schwimmen gehen müssen. Das ist schon mal eine gute Sache. Hoffentlich ein Halibut, auch wenn es nur ein kleiner ist. Too easy.
Could be like a smaller halibut. Der Drill am Anfang super schwer. Ich dachte, oh, das kann ein großer Fisch sein. Dann wurde es leichter, dann wurde es noch leichter. Dann kamen die ersten Zweifel und irgendwann war klar, ja, It's a cod. It's a cod again. Fuck. Fuck. Damn. No! Do you see the circle hook? Perfectly hooked. Damn. Without setting the hook. Jetzt hatten wir endlich unseren ersten Kontakt auf die Halbut-Routen, aber leider wieder ein Dorsch. Schade. Kurzer Hoffnungsschimmer. Kann man nichts machen. Jetzt noch ein kurzer Spotwechsel. Is it your markings? Now it's like the whole crew up here. 2 meter to 14, 193. 193 would be nice. Alright, let's drop it down. Hier in dem Spot sind wir ein bisschen durch die große Felswand gecovert und somit kriegen wir den Wind hier nicht voll ab und das ist viel angenehmer. Auf einmal ist uns gar nicht mehr so kalt Oh, schön, ne? und das macht das Ganze ein bisschen erträglicher, das denn? Ja, nur nach 55 Minuten, bis Markus gehen muss. Und das ist natürlich hier der sich auskennt. Danach sind wir auf uns selbst gestellt. Fühlt sich schon wieder nicht gut an, ey. Kein Fisch, ein paar Bisse hatten wir, ein paar Dorsche. Aber die Mission darf jetzt bitte nicht scheitern, nicht schon wieder. Wir sitzen das jetzt einfach aus. Wir ziehen durch, egal wie lange es dauert, bis unsere Fähre zur nächsten Location geht. Ist mir egal. Wir müssen heute ein Halbut fangen. Markus hat uns auch nicht besonders viel Mut gemacht, weil er sagte, die Zeit gerade, die Tide, die ist echt nicht gut und es ist nicht leicht, jetzt ein Halbut ans Band zu bekommen. Aber kurz vorm Reinfahren gab es noch einen einzigen Biss. Becky hat die Route in die Hand genommen und die Hoffnung war natürlich riesig. Die letzte Chance, das muss er sein, der Halbut. Yes, there we have a fish, guys. Was? Is it? That's a fish. Hey, wir haben Fisch, Becky. Soll ich hingehen? Hold the rod. Let's wait till it gets heavy now. It's getting heavy. Reel. Is it a Halibut? Fuck yeah. Yeah, that's a halibut. Ja, Oh, hey! da ist er endlich. Hoffentlich landen wir den. Dann hätten wir endlich unsere Challenge hier auf den Lofoten geschafft. Oh. Oh, geil, Becky. No, this is a decent one actually. Yep. A decent one that he has to swim? We'll find out if we get it up. You lose them quite regularly? No. Nah, these hooks is amazing. The circle hooks. Boah, das ist anstrengend. You have 25 meters to go. It's coming around here. Das ist mal ein Workout, war Becky? Oh, ich habe heute so viele Süßigkeiten gegessen. Das habe ich jetzt auch nötig. Here he comes. Der Leader kommt. Yep. You give me the leader. You see him down there? Nice. Oh, that's a big one. It's not too small. Nah, told you. crazy. Okay, you're gonna go down soon? No. Take care with the rush. It's gonna go down. Bye bye. You're gonna have it all the way down. Let it go. Let it go. He's gonna go all the way down now and start over. Really? Yeah. Really? You see? Das war übrigens ein richtig guter Moment, finde ich, weil du hattest den oben und dann sagt der Guide, jetzt geht er nochmal all the way down. Ja, ich hab und du gedacht- warst schon am Ende und dann du so, oh nein. Und dann ist er nochmal bis zum Boden runter. Das kenne ich ja von unseren Fischen hier nicht. Ich habe eigentlich gedacht, wir haben den Fisch gleich. Oh, ich habe gedacht, das wäre es schon gewesen. Ey, krasser Fisch, oder? Ich finde, das sind so krasse Fische. Oh, es ist anstrengend. Beschwer dich nicht. Nein, mach ich nicht. Oh. Das denn? Vor dieser unglaublichen Kulisse hier. Solch ein Fisch. Mann, dafür sind wir hergekommen. Geil. Queen of the Ocean. Now you understand the power of them. Der ist wirklich bis nach ganz unten wieder, ne? Keep on pumping. Ich mag die, die sind so hübsch. I think they are so beautiful fish. Now it comes. Leader coming. Keep on pumping.
secured. Thanks, Markus. Amazing, guys. Wir haben es geschafft. This is your first halibut ever. Yeah, sure. First and best, everything on Becky today. Yes! Thanks, Markus. If it's bigger than 130, we use the tail rope. We don't pick them up from the water. So let's measure it. Markus, tell me, how big is my first halibut? 128. 128, guys. Awesome. Good start. Thanks. Finally, rough day. Sorry. No problem. Becky, Glückwunsch zum PB. Vielen lieben Dank. Mein erster Halibut in meinem Leben. Oh, geil. Was für ein unglaubliches Erlebnis. Aber zu groß für uns, für die Küche. Den lassen wir wieder frei. Der kommt zurück. Vielleicht kriegen wir noch einen kleineren. Ja, hoffentlich. Schnell ein paar Fotos und dann ab ins Wasser. Mein erster Halibut in meinem Leben. Und gleich so ein wunderschöner, großer. Der darf zurück in sein Element. Boah, Alter, war der schnell weg. Komm mal her, lass dich drücken. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Das sind mein Lieber. Komm her. Danke für alles. Ja, danke dir. Geil. Du hast die Mission erfüllt heute. Ja. Well Markus. done, guys. Markus, Thanks. Thank Make a really, really good shot. Also das war ein unbeschreiblicher Moment, weil der ganze Druck der letzten Tage, also wir haben einfach nur gefeiert, haben uns in den Arm gelegen und waren einfach froh, diesen Fisch ins Boot geholt zu haben. Das war absolut ein Traum. Nordic Sea Angling, ne, wenn ihr mal irgendwie verreisen wollt, hier auch so Halibuts fangen wollt, findet ihr alles in der Videobeschreibung. Auch Kingfisher-Reisen, ne, über die haben wir das nämlich alles organisiert bekommen. Alle Infos in der Videobeschreibung. Thank you a lot. Thank you, guys. And now? Nice time. Get the next one. Of course. I need Next one trip. too. Markus hat gerade gesagt, er muss reinfahren. Ab jetzt sind wir auf uns allein gestellt, beziehungsweise fahren wir erstmal mit ihm rein. One more time, thank you for bringing us to the Halibut. Thank you, guys. And Herzlichen Glückwunsch zu deinem PB. yeah, and congratulations to you. Thanks, Markus. First halibut, that was a decent one also. Yeah, It was a decent run, right? Yeah, it's very nice, very nice. experience. I'm really happy. but now I'm gonna leave you guys because I need to go back to the harbor. To work, to make real work. Yeah, real work. Okay, so we should bring in the rods? Yeah, let's get back. Yes. So, Routen rein, ab in den Hafen. I want to annoy you guys. Love that sound. Huh? Love that sound. You love it? Not only when I go the other way. Yeah. Oh, it's different. It's deeper, right? Yeah. Also ich muss sagen, ich mag ja auch Rollen, die Sounds machen. Ne? Den jetzt nicht unbedingt, aber so eine DC. You know, digital control system and little bait casters? Bait cast wheel? Like, Yeah, the sound. yeah, I love it. Shall I release it Yeah. for the seagull? Oh! Oh, hab ich einen Schreck bekommen. Ab in den Hafen zurück. Markus muss heim. Wir bereiten alles für die Abendsession vor. Und dann fangen wir hoffentlich noch ein paar Heilbuts und vielleicht auch einen kleinen für die Küche. Und dann können wir euch ein schönes Catch and Cook präsentieren. One more time, Markus. Thank you. Thank you, guys. Thanks a lot. Thanks for all. Also unser Plan, jetzt kurz rein, duschen, was essen, vielleicht eine halbe Stunde schlafen und dann zur besten Zeit raus, weil wir brauchen schon noch eine halbe. Du willst auch noch einfangen, oder? Ja, und du? Als nächstes bist du dran und dann? Vermutlich kommt jetzt wieder eine Blende. So, ihr wisst alle, unser Wecki hat einen niedrigen Ruhepuls, der pennt schon wieder. Wir müssen ihn aber jetzt wecken, weil es ist 7 Uhr, Primetime für einen Halibut. Den wollen wir heute noch fangen. Der schläft echt tief und fest. Wecki, alles gut, alles gut. Du hast tief gepennt, ne?
Hast du geträumt? Warum bist du so zusammengezuckt? Dachtest du, jetzt holt dich der Heilbutt und rächt sich? Zieht dich in die Tiefe des Wassers? Oh, bin ich müde, ey. Komm, es ist 19 Uhr. Wir müssen aufs Wasser. Wir sind schon zu spät, mein Freund. Zieh dich an, wir haben keine Zeit. Ja. Let's go. So, schnell ins Boot. Heilbutt fahren. Nach einer kurzen Pause geht's jetzt wieder weiter. Dustin ist schon im Boot. Ich habe noch schnell ein bisschen Essen eingepackt und weiter geht das. So, Becky, komm, rein. Bin da. Ich bin echt heiß, muss ich sagen. Alter, guckt euch das mal an, Jungs. Das sind einfach fucking Orcas. Alter. Boah. Wuhu. Alter, das glaube ich nicht. Mit Jungen. Unglaublich. Es sind einfach überall Orcas um uns herum. Was ist hier bitte los? Wir sind gerade rausgefahren und haben einfach eine Schule von Orcas hier gesehen. Ein Riesenteil, kleine Junge. Was wir hier erleben, da kann man wirklich für dankbar sein. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Die waren so nah am Boot und hier in freier Wildbahn. Das war unglaublich. Wir haben gleich Stories gemacht und alles, haben das hochgeladen. Ich habe da so viele Reaktionen, man kann sagen, die Mädels sind durchgedreht. Jetzt mal ohne Spaß. Ich habe auch in meinem Leben selten so viele Reaktionen auf eine Story bekommen wie da. Also es wirklich, das war auffällig, dass eigentlich jede Nachricht war, hey, das ist schon immer mein Lebenstraum. Ich wollte schon immer mal Orcas in freier Wildbahn sehen und so weiter. Vor allem von weiblichen Followern, muss ich sagen. Markus, der Guide, hat uns erklärt, von Nasenloch zu Nasenloch. So. Der geht auf die Reise. Bring mir ein Heilbutt, bitte. Schade, schade, schade. Oh, wenn wir hier jetzt selbst einen fangen sollten, das wäre echt schon Wahnsinn. Würde mich sehr freuen, muss ich sagen. Aber jetzt Boot manövrieren, bei dem Wind ist was anderes als vorhin. Ne? Er hat gesagt, wichtig, Schnur immer senkrecht runter, Arsch in den Wind und gucken, was die Strömung mit uns macht. Boah, das ist jetzt schon mal eine andere Hausnummer hier, oder? Ja. Der Wind hat ganz schön aufgefrischt. Also entweder ist das unser Köder da unten oder da ist ein Vieh. Da ist ein Vieh, das jetzt gerade hochkommt. Ja, jetzt kommt einer hoch, jetzt kommt einer hoch. Guck auf die Routen, guck auf die Routen. Er ist immer noch oben, er ist genau beim Köder. Jetzt, der ist doch richtig hochgekommen, oder? Ja. Auch wieder abgetaucht. Ich passe nochmal die Tiefe hier an, damit wir auch in der richtigen Tiefe angeln. Nicht zu hoch über dem Grund, nicht zu nah am Grund. Da sieht man den Köder ganz gut. Der Guide hat es uns so erklärt, der Heilbutt liegt auf dem Grund und wenn du auch auf dem Grund fischst, dann geht es links und rechts an dem vorbei und die Augen schauen aber nach oben, also die schauen nach oben. Das heißt, es muss alles über ihm präsentiert werden, dass der Köder wirklich in der richtigen Tiefe läuft und das machen wir jetzt. Also die Guides lachen sich tot wahrscheinlich, wenn ich sage, krasse Bedingungen hier. Aber für mich als Anfänger, der hier irgendwie alles parallel koordiniert, ist das schon fast überfordernd. Ja, siehst du es nicht? Siehst du es nicht? Hey, 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 hey! Nimmst du die runter? Ja. Ist aber nichts. Ah, scheiße. Wir haben zu spät reagiert, Becky. Kannst du das Boot ein bisschen so drehen? Ist aber nicht so groß, der Fisch. Der Fisch ist klein. Ja. Glaubst du ein Heilbutt? Ich glaube schon, oder? Hoffentlich. Ah, das wäre perfekt 84 Maß, ne? Also es ist ein sehr kleiner Fisch. Wenn es ein Heilbutt ist. Oh ja, die Kopfschläge sind auf jeden Fall krasser als bei dem Dorsch. Oh. Ja, da kommt was. Das ist aber kein Heilbutt. Scheiße. Kein Heilbutt? Nein, das ist ein Seelachs. Schade. Aber ein großer, glaube ich, oder? Ein Monster-Seelachs. Boah. Oh nee, ey.
Schade. Ach Mann. Trotzdem ein riesiger Fisch. Boah, das denn? Alter, ist ja schwer. Ich hatte mich eigentlich gefreut, Das ist wieder ein Meter, hä? dass es ein Halbut ist. Ist es aber leider nicht. Schade. Trotzdem, Petri. Du köderst den neu, ich mach den anderen. Pump den hoch. Ah, hast du schon hochgepumpt? Ja. Aber guck mal, es war auf jeden Fall ein Biss, weil der ist ja, guckt euch das mal an, der ist abgeschuppt komplett. Aber es war auf jeden Fall kein Halbut, weil Halbut, hat uns der Gerd erzählt, macht auf jeden Fall Zahnabdrücke. Schade, Wackelson. Schade. Ich hätte gedacht, jetzt haben wir ihn. Es ist unglaublich kalt. Die Finger sind fast schon taub. Aber ich muss immer kurz waschen. Oh, das Wasser hat 7 Grad. Da, der geht genau zu den Ködern. Jetzt müssen wir die roten Spitzen beobachten. Biss. Nimm die Gute. Oh, das ist zu krass, der kriegt ihn. Hängt? Ja, aber jetzt geht's hier Schlag auf Schlag, hier geht richtig was ab. Aber leider die falsche Fischart, vermute ich mal wieder. Wir sind ja aber auf Spots, wo steht, dass hier Halbuts gefangen wurden. Also jetzt wird es plötzlich schwerer. Das ist aber kein Halbut, ne? Nee, leider nicht. Nee, schon wieder so ein Seelachs, ne? Ah, schade, wieder ein richtig schöner Seelachs. Aber der ist noch größer, Der glaube ist ich. noch größer. Ist der gerade, oder? Oh, da schwimmt er weg. Quick Release. Petri. Dank. Ja, schade. Super Fische, aber leider nicht der Zielfisch. Nee. Oh Mann, ey. Das war's mit der Chance auf den Halbut. Ja, du hast ja einen gefangen. Ja, aber Super ich geil. hätte mich auch sehr gefreut, hättest du jetzt auch noch einen bekommen. Nicht so schlimm. Egal. Los, Die Tour geht weiter. die Tour geht weiter. Wir brauchen noch was zu essen. Wir müssen uns noch was zu essen holen. Deswegen fahren wir jetzt schnell zu einem Seelachs-Spot. Hoffentlich fangen wir da schnell einen Seelachs, dass wir was zu essen haben. Und gehen dann schnellstmöglich ins Bett, weil die Up-North-Tour geht natürlich weiter. Und wir müssen auch ein bisschen fit dafür sein. Ja, bis jetzt haben wir allgemein ein bisschen wenig Schlaf gesammelt. Ja, so 3-4 Stunden. Jede Nacht. Ja. Und das jetzt schon seit mehreren Tagen hintereinander. Genau. Ich glaube, das sind kleine. Ja, scheiße. Hat er auch einen? Ein letztes Mal diese wunderschöne Insel hier. Ja, da ist er. Fisch on. Ich glaube, der hat ganz gute Küchengröße. Ja, der ist doch perfekt, oder? Ja. Aber deswegen verlieren wir die auch, weil die so klein das sind. recht kleine Fische. Reicht davon einer? Nee, ne? Doch. Nee. Meinst du? Ja. So, da ist unser Abendessen auf dem Predator in 5 Inch. Es war schon wieder 3 Uhr in der Nacht, aber wir beide hatten noch eine Aufgabe. Das Catch and Cook. Dustin hat mittlerweile schon geschlafen und den haben wir auch erstmal schlafen lassen, weil ich glaube, wir konnten ganz gut nachvollziehen, wie platt er ist. Gute Nacht, Dustin. Ihr habt es gesehen, der lange schläft, deshalb nicht so laut sein, aber nichtsdestotrotz gibt es jetzt natürlich das versprochene Catch and Cook. Bitte beachtet nicht unser Chaos. So sieht es aus, wenn wir on Tour sind. Aber jetzt ab in die Küche. Es gibt Ofengemüse mit unserem selbstgefangenen Seelachs. Den habe ich schon filetiert. Ganz basic, schmeckt super lecker und sollte hoffentlich schnell gehen. Ihr wisst alle, ich bin eigentlich nicht der begnadete Koch. Trotzdem muss ich das jetzt irgendwie hinkriegen, denn Flo steht hinter der Kamera. Dustin schläft, bleibt nur ich übrig. Schaffe ich aber auch irgendwie. So, zuerst müssen wir das ganze Gemüse schneiden. Rollt hier schon wieder was runter. Ihr seht, nicht meine größte Stärke. Jetzt kommt mein absoluter Liebling, die Süßkartoffel.
Aber ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich glaube, das ist die erste Süßkartoffel in meinem Leben, die ich selber schneide. Das übernimmt sonst eigentlich eher die Mami. Und zu guter Letzt eine Zwiebel. Da können wir uns die ganze hier reinpfeifen, da wir vermutlich heute keinen Mädelskontakt mehr haben werden. Das ist doch mal ein Berg Gemüse. Ein bisschen Abwechslung. So nachts um 3. Ich habe, glaube ich, auch noch nie so spät in der Küche gestanden. Nachts um 2 oder jetzt 2 Uhr, bis wir essen haben wir 3 Uhr. So, glaubst du, ich kann das einfach so draufschütten? Einmal drauf. Jetzt kommen wir zum Herzstück, zum Seelachsfilet. Während das hier vor sich her brutzelt, mache ich schnell den Dip. Die Jungs haben Quark eingekauft oder Joghurt, I don't know. Sauerrahm. Sauerrahm. Sour Cream. Der kommt hier rein. Ein bisschen die Zitrone vorkneten, damit mehr Saft rauskommt. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer noch und dann alles miteinander vermengen. Und der Dip ist auch fertig. Mal schauen, was der Fisch macht. Den können wir gleich schon umdrehen. Ah, das ist zu warm. Wir machen das Handtuch ein bisschen nass. Nicht nass machen. Nicht? Wenn es nass ist, leidet das die Hitze. Echt? Ja, das muss trocken sein. Dann geht's. Oh, Finger leicht verbrannt, aber hab's überlebt. Man merkt, ich bin leicht überfordert, aber jetzt auf das Ziel geraten, machen wir das Ding noch fertig. So, aber jetzt können wir, glaube ich, wirklich einen Dustin holen. Hoffentlich gibt's keinen Ärger. Hallo. Hast du Hunger? 3 Uhr. Krass. Um 9. Hast sogar deine Jacke noch an. Hast du Hunger oder willst du weiter schlafen? Komm, steh mal kurz auf, dann geht's gleich weiter. Oh Jungs, ich wollte mich eigentlich nur kurz hinlegen. Ey. Ich bin am Ende. Das sieht aber lecker aus. So, hinsetzen, gibt's was zu essen. Oh, Alter, seit wann hast du so viel Energie? Alter? Heute Rollentausch. Heute kümmere ich mich ums Essen und um die Motivation. Aber ich nehme es dir nicht übel, wir haben 3 Uhr in der Nacht. Du hast doch schon eine Stunde vorgeschlafen. Reicht jetzt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Vicky hat einen unglaublichen Fisch gefangen. Oh Mann, unvergesslicher Tag. Liken, kommentieren, abonnieren. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Gute Nacht. Ciao. Nachdem die Challenge jetzt tatsächlich geschafft war, stand die nächste bevor. Wieder kein Schlaf. 3 Stunden hatten wir. Es geht weiter. Wir verlassen leider Norwegen. Es kommt. Geil. Und weg ist er. Hier stehen dicke Fische. Fisch. Schnell. So, guck. Da sind sie. Oh, ein guter Biss. Ich habe einen Fisch, Jungs. Einen dicken Fisch.